Yeah. Hallo und herzlich willkommen. Das wird der Start einer grandiosen Review-Session. Deshalb, ich fange hier mal an mit den SW Motex Trax Taschen, die man auf die Alukoffer super praktisch draufschnallen kann. Was bekommt man für sein Geld? Man bekommt eine so eine tolle Tasche und wie ihr hier seht, man bekommt auch einen so einen tollen Aufbewahrungssack. Wofür ist der Aufbewahrungssack? Man kann sie hoffentlich erkennen. Hier ist einfach Wand, grob gesagt Kalk, von irgendwo in unserem Keller. Dementsprechend, ja, es ist echt praktisch, weil ich habe mir auch ein bisschen Sorge gemacht, weil das soll ja doch permanent wasserfest bleiben. Ist es das? Kommt doch später im Video. Und dementsprechend, wenn man hier diesen Gummi natürlich an einer groben Oberfläche reibt, zum Beispiel, wenn man es im Keller in das letzte Eck reinklemmt oder sonst wo, könnte man ja doch die Dichtigkeit beschädigen. Soll natürlich nicht passieren, aber machst du es 100 Mal, kann es passieren. Dementsprechend ist der Aufbewahrungssack echt super praktisch. Wenn man es quasi nicht benutzt bei uns im Winter, dann stecken wir die einfach rein und schieben die in den Keller. Von der Funktion. Es ist quasi so eine Art relativ dicker Gummi, wie quasi so eine Packrolle. Du hast quasi eine Innentasche, dementsprechend hier, leere Tasche aus Gummi. Dann hier noch so eine Art Fach, würde ich sagen, wie so ein Regal von Ikea quasi, irgend so ein Schlichter oder irgend so ein Sortierer, den du quasi ins Regal reinschieben kannst. Und da drin hast du noch per Klettverschluss einfach eine Separierungsmöglichkeit. Du kannst das Ding logischerweise überall positionieren. Kannst wahrscheinlich auch mehrere dir nachbestellen oder einfach vom Schneider machen lassen. Meine Güte. Die Freundin hat noch gemeint, ich sollte ihn einmal schön ausbeuteln in der Dusche gestern. Wir sind erst gestern von Sardinien nach Hause gekommen. Ich habe gesagt, Mann, ich habe das schon ausgewischt, das sieht super aus, aber ja, ich habe diese Innenschicht tatsächlich nicht rausgegeben. Da ist auch noch ein bisschen Sand. Und wer sich fragt, was ist mit dem Typen los? Wieso haut er den Dreck einfach auf den Boden? Nach diesem Video hole ich unseren Staubsaugerroboter. Ich drücke einfach auf Start, er fährt hier kurz drüber, macht alles sauber und dann werde ich das nächste Video produzieren. Effektivität, meine Damen und Herren. Das sind die Inhalte hier. Dann hast du das quasi per Reißverschluss. Kannst du das hier auf der Seite schön zumachen. Dann ist mal die erste Schicht zu und ja, bestimmt ist es eine Art wasserfester Reißverschluss, aber ich würde tatsächlich sagen, der Reißverschluss ist auch die Schwachstelle. Zusätzlich, ich glaube, gegen den direkten Regeneinfall von oben hast du dann noch diesen Deckel. Der ist auf einer Seite fix vernäht oder verklebt, würde ich mal sagen. Und auf der anderen Seite kannst du das hier quasi einfach klippen. Was quasi bedeutet trotzdem, du hast auf der Vorderseite auch den Clip. Und auf der Rückseite, was man tatsächlich auch festziehen kann, damit einfach, wenn der Wind reinbläst, das Ganze in Form bleibt, würde ich mal sagen. Genau, auf der Seite befestigt wird das. Also ich habe die KTM Touradech Koffer gehabt. Das war ein Sega Pro System, wenn ich mich richtig erinnere. Jetzt habe ich ein Evo X System. Aber wenn du einfach einen Koffer hast mit einer rechtwinkeligen Basis des Deckels, wovon auch immer sonst die Basis, kannst du das Ding eigentlich gut draufschnallen. Was ich am Anfang gar nicht wahrgenommen habe, jeder Koffer eigentlich, das wäre halt wichtig, hat so Befestigungselemente auf der Seite. Und ja, hier hat man quasi auch einfach auf Nummer sicher zwei verschiedene Breiten, wahrscheinlich je nachdem, wie lang der Koffer ist. Falls der Koffer länger wäre, kann man das hier noch fein justieren, dass das schön passt. Und wir haben es soweit getestet, das Ding hält auf jeden Fall bis 150 problemlos und stabil. Es verformt sich natürlich im Wind. Wir haben jetzt gerade leider ein Pärchen Flipflops verloren. Die haben wir einfach da oben reingesteckt. Genau, das war ein kleines Verständigungsproblem zwischen mir und meiner lieben Freundin. Deshalb bei hohen Geschwindigkeiten ist das natürlich nicht bulletproof. Ich dachte einfach, wir hängen das nur rein, wenn wir noch auf Sardinien fahren, bis so 100 auf der Landstraße gefühlt. Aber wir haben es jetzt auch auf der deutschen Autobahn bei 150 drin gelassen und ja, haben sie leider verloren. Die hat es dann einfach hier unten rausgedrückt, weil man sieht im Spiegel schon hart, also der verformt sich schon so circa so. Dementsprechend im Wind. Und ich würde sagen,
Für uns ist es echt ein idealer Reisebegleiter, weil du kriegst halt echt viel Zeug rein, was du halt schnell griffbereit haben musst. Mal 'n Cappy vielleicht, genau, mal die Drohne zum schnell rausnehmen, mal einfach irgendwelche Kleinigkeiten, Jause rein, Wasserflasche rein. Irgendwas, was total einerseits vielleicht praktisch ist, dass du schnell griffbereit hast, einfach auch eine Weste, wenn du deine Motorradsachen irgendwo hinlegst und einfach schnell dich irgendwo hinstellen willst, oder eben einfach eine Jause. Ja, also so eine Ergänzung zum Tankrucksack auf jeden Fall. Genau, wichtig, aber soweit glaube ich auch jedem vollkommen klar. Es ist in keiner Weise hier verschließbar. Das heißt, alles ist frei zugänglich. Das heißt, wenn du sie draufgeschnallt hast, hast du entweder das Vertrauen in die Menschheit oder du bist immer in der Nähe deines Motorrads. Genau, hier zum Tragen oben hat es einfach so Griffe. Super praktisch, also wir auch von dem Gewicht, was da in der Regel drin ist, gar kein Ding. Du nimmst einfach die Koffer, du packst sie hier, du schleppst sie, das bleibt stabil, das ist zu. Und genau, hast einen links, rechts oder hast beide in einer Hand, geht auch super, ist wirklich kein Problem. Deshalb, ich würde sagen, wir haben sie jetzt 4 Wochen in Irland getestet, wir haben sie jetzt 4 Wochen in Sardinien getestet, wir haben sie auf unendlich vielen so Wochenendtrips mal mit dem Moped getestet, beim Campen im Bayerischen Wald, beim Campen in Vorarlberg. Sie sind mega geil und es ist super praktisch. Die wichtigste Frage: Sind sie absolut wasserdicht? Also wenn man das Ding so sieht, denkt man auf jeden Fall, es schwimmt. Es schwimmt, glaube ich, fix, weil die Unterseite ist absolut ohne irgendeine Angriffsfläche für Wasser. Dementsprechend 100% dicht. Die obere Seite mit wahrscheinlich diesem Reißverschluss. Ein wichtiger Faktor ist bestimmt, an welcher Position gibt man den Reißverschluss hin. Wahrscheinlich am ehesten hinten, wo er quasi auch noch geschützt ist, dass er vorn fix zu ist. Wir haben die Erfahrung gemacht bei 4 Wochen in Irland und man darf nicht vergessen, 400% des Durchschnitts des Niederschlags für das Monat August in Irland und 270% des Durchschnitts für Irland sowieso. Dementsprechend, es hat 4 Wochen einfach durchgehend gepisst. Und Sachen da drin sind leider nass geworden. Muss man so sagen. Aber wir sind ja trotzdem ganz Irland abgefahren. Wir haben kein Abenteuer gescheut und wir haben das Moped als auch die Ausrüstung natürlich hart rangenommen. Und ja, deshalb, da hat Regen von allen Positionen, Winkeln, sonstigen Zuständen versucht reinzukommen und hat es auch geschafft. Ich würde deshalb der Tasche vielleicht keinen Punkt abziehen, sondern es war einfach die Umgebung. Also man muss vielleicht beachten, dass wenn es halt unendlich viel regnet und es einfach wirklich aus allen Himmelsrichtungen mit dem Regen und dem Wind zusammen versucht hier reinzukommen und du dann vielleicht auch noch dynamischer fährst, das heißt nicht vielleicht 80 oder 60, sondern doch vielleicht 100 oder auch mal 140 auf so einer Art Autobahn, dann verformt sich das Ding natürlich auch und es drückt halt das Wasser einfach rein. Meine Erfahrungen. Wir hatten damals auch wirklich, ich glaube, ich habe Fotos, eben so eine kleine Lacke drin und du hast auf jeden Fall gesehen, da war diese Feuchtigkeit. Deshalb vielleicht ist das auch der Grund, weshalb da diese Innentasche nochmal drin ist, dass die Sachen so ein bisschen abgehoben werden von der Außenseite, falls da doch was reinkommt. Nur eine Theorie. Keine Idee, ob das wirklich so ist. Aber es war jetzt auch kein Weltuntergang. Also wäre da eine Drohne drin gewesen oder wäre da irgendwas Kritisches gewesen, wahrscheinlich auch ein Ladegerät oder so, das hätte das schon überstanden. Das waren jetzt keine großen Mengen von Flüssigkeit und wir waren jeden Tag volle Zeit draußen unterwegs mit dem Moped und da ging es einfach zu wie am Arsch du bist. Ich finde, das Ding hat trotzdem vollkommen überzeugt. Ich würde es jederzeit wieder kaufen. Ich habe ja dieses Jahr überlegt, welches Motorrad kommt als nächstes und man ist natürlich ein wenig am Equipment gefangen. Das Ding geht natürlich nur auf eckige Alukoffer. Das heißt, hätte man irgendwie Tourenkoffer gekauft von jeglicher Marke, zum Beispiel BMW oder auch von der Harley gibt es welche oder auch von einer neuen KTM, dann hätten die da nicht draufgepasst. Was ziemlich schade wäre, weil ich finde, besonders so wie wir jetzt, wenn wir als 2 Personen auf einem Motorrad reisen für 4 Wochen, dann ist es echt eine ideale Ergänzung für so gewisse Kleinigkeiten, die du noch als Gepäck unterbringen möchtest. Wirklich, wirklich super toll. Oder es gibt dir den gewissen Puffer, den du quasi brauchst, auch wenn du halb leer losfährst, dass du halt beim Rückfahren irgendwelche Souvenirs oder noch kleine Sachen da reinsteckst. Also, ich würde sie auf jeden Fall wieder kaufen. Sie sind ein Top-Produkt. Vielleicht noch zu erwähnen auf der vermutlich dann Rückseite, weil du kannst ja in beide Richtungen montieren, aber wahrscheinlich sinnvoll ist auf der Rückseite zu machen, gibt es Reflektoren. Link gerne für euch in der Videobeschreibung. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen.
lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Man sieht sich. Bis bald.